Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren! Haben Sie vielen Dank für Ihre Einladung nach Korea, ein Land, in das ich immer wieder gern reise. Denn unsere beiden Länder haben nicht nur exzellente Beziehungen, sondern sie haben auch die Erfahrung der Teilung gemacht. Das verbindet neben politischen und ökonomischer Zusammenarbeit. Ihr Forum findet in schwierigen internationalen Zeiten statt, die von großen Spannungen und Unruhen geprägt sind. Das gilt für die ostasiatische Region ebenso wie für Europa. Die Herausforderungen sind durchaus vergleichbar und sie umfassen alle Bereiche von Außen- und Sicherheitspolitik über die Wirtschafts- bis hin zur Finanzpolitik. Ich bin davon überzeugt, dass die internationale Gemeinschaft diese Herausforderungen nur dann bewältigen kann, wenn sie eng und vertrauensvoll zusammenarbeitet. Wir müssen wieder auf einen Weg der stärkeren Kooperation zurückfinden, um Frieden, Stabilität und Wohlstand für unsere Völker zu schaffen. Diese Ziele sind nur durch multilaterale Zusammenarbeit zu erreichen. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Weg der einzig richtige ist. Und ich sage das als überzeugter Europäer, denn der Prozess der europäischen Einigung war eine Antwort auf Jahrhunderte von Kriegen auf unserem Kontinent. Nur durch eine gemeinsame Europäische Union ist es gelungen, die schmerzhafte Trennung unseres Kontinents endgültig zu überwinden. Und in diesem Rahmen wurde auch die Wiedervereinigung Deutschlands vor mehr als 25 Jahren möglich. Grundlage hierfür war die Politik des Dialogs. Doch nach Jahrzehnten des Fortschritts erleben wir in Europa nun Stillstand, in manchen Bereichen sogar Rückschritte. Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir, auf einige politische Entwicklungen der vergangenen Monate einzugehen. Wir bewegen uns in einer Zeit von Unsicherheiten. Der Prozess der europäischen Integration, der fast 6 Jahrzehnte andauerte, droht ins Stottern zu geraten. Mit dem Brexit, dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, erleben wir eine Zäsur, die weit über das Ökonomische hinaus eine politische Dimension besitzt. Und wir spüren in Europa, aber auch im globalen Kontext weiterhin die Nachwirkungen der europäischen Währungskrise, die im Kern eine Strukturkrise ist. Zudem sind die Risiken für die Weltwirtschaft, die von den Konflikten und Kriegen in Nordafrika, dem Nahen und Mittleren Osten und auch der Ukraine ausgehen, nicht kalkulierbar. Ausgangspunkt aller Überlegungen zur Zukunft Europas ist die Feststellung, dass sich die USA politisch von Europa entfernen. Die USA konzentrieren sich heute mehr und mehr auf ihre nationalen Interessen. Zudem gewinnen Länder wie China und Indien, aber eben auch Korea wirtschaftlich und politisch an Macht. Der Aufstieg dieser Staaten verändert auch das europäisch-amerikanische Verhältnis. Die USA definieren ihre Rolle als pazifische Nation, die stärker auf Asien als auf Europa ausgerichtet ist. Das bedeutet, dass Europa aus eigener Kraft um seine politische Zukunft kämpfen muss. Das ist im Übrigen mit ein Grund, warum ich das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP zwischen der Europäischen Union und der USA kritischer sehe. Die Vorteile des Freihandels liegen für eine exportorientierte Wirtschaft wie die deutsche auf der Hand. Allerdings muss Freihandel auf dem Grundsatz der Fairness und der Augenhöhe beruhen. Was TTIP betrifft, kann ich das noch nicht erkennen. Viele Fragen sind noch offen. Der derzeitige Verhandlungsstand lässt aber eher den Schluss zu, dass es bei TTIP um die Frage geht, ob Europa sich einer Dominanz der US-amerikanischen Wirtschaft unterordnen will
oder nicht. Ein Unterordnen darf aber nicht das Ergebnis der Verhandlungen sein, denn es würde vor allem für europäische Exportnationen langfristig Nachteile mit sich bringen. Diese Freihandelsverhandlungen zeigen aber eines deutlich: Wenn Europa in der globalisierten Wirtschaft und der multipolaren Welt bestehen will, dann muss es politisch und ökonomisch weiter zusammenwachsen und abgestimmt nach außen handeln. Eine einzelne Volkswirtschaft, eine einzelne Nation ist zu schwach im globalen Wettbewerb. Nur zusammen kann Europa bestehen. Meine Damen und Herren, damit die europäischen Volkswirtschaften im internationalen Wettbewerb konkurrieren können, kommt aber noch eine weitere Herausforderung hinzu. Viele Volkswirtschaften, gerade im Süden Europas, stehen vor einem Reformprozess, der vergleichbar ist mit der Agenda 2010 in Deutschland. Als wir vor mehr als 10 Jahren in Deutschland diese Reformen beschlossen hatten, galt mein Land, um ein englischsprachiges Magazin zu zitieren, als der Sick Man of Europe. Die Agenda 2010 hat dazu beigetragen, dass Deutschland heute in Europa eine prosperierende Wirtschaftsmacht ist. Über diese Position kann sich mein Land freuen, aber daraus ergeben sich auch größere politische Möglichkeiten als früher und natürlich auch eine größere Verantwortung in und für Europa. Aber aufgrund der historischen Verpflichtungen, die sich aus dem Zweiten Weltkrieg ergeben und aus Gründen der Machtbalance innerhalb Europas, wird Deutschland eine Führungsrolle niemals allein ausführen können. Das gilt auch vor dem Hintergrund, dass Deutschland Partner in Europa aus innenpolitischen Gründen geschwächt sind. Polen wendet sich zunehmend vom europäischen Projekt ab. Spanien fehlt noch die wirtschaftliche Stärke und die politische Stabilität. Italien ist noch im Prozess, seinen Reformrückstand politisch mutig aufzuholen. Und Großbritannien hat sich mit dem Brexit-Referendum selbst ins Abseits manövriert. Es bleiben zurzeit nur Deutschland und Frankreich, die politische Führung in Europa zu übernehmen. In einer politischen Union mit 28 Mitgliedstaaten braucht es diese Führung. Und die Vergangenheit hat gezeigt, dass Fortschritte dann möglich sind, wenn Deutschland und Frankreich sich einig sind und Kompromisse finden, die in allen EU-Staaten mehrheitsfähig sind. Daher wird das deutsch-französische Verhältnis, das derzeit leider nicht die Stärke früherer Jahre hat, in Zukunft wieder eine größere Rolle spielen. Dies wird spätestens nach den Präsidentschaftswahlen in Frankreich und den Parlamentswahlen in Deutschland, die beide im kommenden Jahr stattfinden, der Fall sein. Meine Damen und Herren, Europa und Asien sind von den internationalen Konflikten, insbesondere im Nahen Osten, aber auch von religiösen Auseinandersetzungen gleichermaßen betroffen. Diese Konflikte können nicht isoliert voneinander betrachtet werden und sie sind auch durch westliches Verhalten entstanden oder verschärft worden, wenn wir etwa an den Irakkrieg denken. Der Irakkrieg war, und davor habe ich damals als Bundeskanzler gewarnt und habe ihn daher abgelehnt, ein Katalysator für die Konflikte im Nahen Osten und deren Destabilisierung. Das sind ehemalige Befürworter des Krieges, etwa Tony Blair, inzwischen auch so. Als Folge der regionalen Destabilisierung erleben wir die größte Migrationswelle seit dem Zweiten Weltkrieg. Europa spürt dies in besonderem Maße. Wir brauchen internationale Ansätze, insbesondere bei der Bekämpfung der Fluchtursachen und bei der Ausstattung der Flüchtlingslager in der Region. Vorrang muss jetzt eine Stabilisierung Syriens haben. Sie kann es aber nur durch politische Lösungen geben. Militärische Interventionen alleine
werden das Problem nicht lösen. Es sind weitere diplomatische Initiativen notwendig. Alle Akteure müssen an einen Tisch, auch verfeindete Regionalmächte wie etwa Iran und Saudi-Arabien. Und ebenso müssen die Vereinigten Staaten von Amerika, Russland und die Europäische Union gemeinsam handeln. Ich hoffe sehr, dass alle Beteiligten wieder in Gespräche einsteigen, denn das ist die Voraussetzung für einen Stabilisierungsprozess. Meine Damen und Herren, die globalen Herausforderungen verlangen nach einem hohen Maß internationaler Kooperation. Wir erleben aber zurzeit weltweit eine Phase der gegenseitigen Distanzierung und Isolierung, der Abgrenzungen und Eingrenzungen, und ich halte das für eine verhängnisvolle Entwicklung. In den internationalen Beziehungen geht es darum, die unterschiedlichen Interessen von Staaten und Bündnissen zur Kenntnis zu nehmen, darüber zu verhandeln und sie so weit als möglich auszugleichen. Zum anderen braucht es in den internationalen Beziehungen eine Vertrauensbasis. Die andere Seite muss Vertrauen darin haben, dass Absprachen eingehalten werden. Man könnte sagen, dass Vertrauen so etwas wie die Währung in der internationalen Politik ist. Dieses Vertrauen ist in den vergangenen Jahren stark beschädigt worden und dieser Vertrauensschwund ist gegenseitig. Das macht ihn so gefährlich. Jetzt geht es darum, dieses Vertrauen wieder wachsen zu lassen, und dazu braucht es Dialog und Kooperation. Für die Europäische Union sind zwei Länder dabei Schlüsselstaaten, auch wenn sie schwierige Partner sind: die Türkei und Russland. Die primären Interessen sind Sicherheit und Stabilität in Europa und in den benachbarten Regionen. Und ohne eine Zusammenarbeit mit diesen beiden Ländern gibt es das nicht, weder in Osteuropa noch in Zentralasien, dem Nahen Osten und auch in Nordafrika. Und der Weg zu diesem Ziel wird nicht durch Konfrontation und Sanktionen, sondern nur durch Kooperation und Dialog möglich sein. Wer das bestreitet, verschließt die Augen vor der Realität. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch abschließend eine Anmerkung zur Zukunft der Europäischen Union machen. Das europäische Projekt hat in den vergangenen Jahren ohne Zweifel Rückschritte erlitten. Und der beschlossene Austritt Großbritanniens zählt dazu. Ich habe während meiner Kanzlerzeit bei meinen europäischen Kollegen einige unverantwortliche politische Entscheidungen erlebt. Und wir sprechen hier nicht nur vom Irakkrieg. Ich selbst spreche mich im Übrigen nicht frei von Fehlern. Aber was der britische Premierminister Cameron gemacht hat, gehört in die Kategorie des größtmöglichen Politikversagens. Er hat im Prinzip einen Konflikt, den er innerhalb seiner eigenen Partei nicht lösen konnte, dem Volk zur Abstimmung vorgelegt. Und damit hat er nicht nur der europäischen Integration einen schweren Schlag versetzt, er hat damit auch die Existenz des Vereinigten Königreichs infrage gestellt. Die mittel- bis langfristigen Auswirkungen des Brexit-Referendums lassen sich kaum beurteilen. Bisher wurde der Austritt noch nicht einmal offiziell beantragt. Ich warne aber davor, den Briten bei den Verhandlungen zu weit entgegenzukommen. Denn mögliche Zugeständnisse könnten den EU-Gegnern in anderen Mitgliedstaaten in die Hände spielen und als Argument für Austrittsgedanken dienen. Etwa bei der Personenfreizügigkeit darf es keine Abstriche geben. Für die britische Wirtschaft erwarte ich größere Probleme. Die kräftige Abwertung des Pfunds mag der Exportwirtschaft kurzfristig helfen. Aber es wird am Ende eines Brexit-Verfahrens, das liegt auf der Hand, für Großbritannien Einschränkungen beim Zugang zum gemeinsamen europäischen Binnenmarkt geben. Das hat bereits jetzt negative Auswirkungen auf die langfristigen Investitionsentscheidungen, gerade von global tätigen Unternehmen.
Als Folge dieser Investitionszurückhalt steht das Vereinigte Königreich vor einem realwirtschaftlichen Abschwung. Es ist zu hoffen, dass diese ökonomisch harte Erfahrung dazu führen wird, dass andere Staaten dem britischen Beispiel nicht folgen. Im Gegenteil, im Interesse des Euro wird es zu mehr Integration, jedenfalls in der Eurozone, kommen müssen. Denn langfristig muss der Strukturfehler behoben werden, unter dem die Währungsunion seit ihrer Gründung leidet. Die vergemeinschaftete Geldpolitik steht einer national verantworteten Finanz- und Wirtschaftspolitik in den Mitgliedstaaten gegenüber. Die Eurozone braucht eine koordinierte Finanz-, Wirtschaft und auch Sozialpolitik. Auch wenn es schwierig sein wird, die Nationalstaaten von einem Abtreten von Hoheitsrechten zu überzeugen, ist das der notwendige Weg. Damit nähern wir uns dem Modell des Europas der unterschiedlichen Geschwindigkeiten an. Vielleicht wird das Konzept flexibler Integration die Antwort auf die europäische Krise sein. Meine Damen und Herren, Europa muss sich entscheiden, ob es in der Welt des 21. Jahrhunderts eine Rolle spielen will. Das kann es nur als Gemeinschaft. Ein Nationalstaat alleine, sei es selbst das starke Deutschland, ist zu schwach im globalen Wettbewerb. Gemeinsam kann Europa zwischen den Machtzentren Vereinigte Staaten von Amerika und China bestehen. Denn die Europäische Union ist immer noch vor China und den USA der größte Wirtschaftsraum der Welt. Und er wird das trotz des Brexit auch bleiben. Auch wenn die Zeiten unruhig sind, bin ich davon überzeugt, dass Europa große Zukunftschancen hat. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. The World Knowledge Forum,